Hallo zusammen! Heute möchte ich mein Setup für den Januar fertigstellen. Ich hatte letzte Woche schon begonnen. Es ist Wochenende. Endlich starten. Augen gedrückt und warten. Die Wimper zuckt und stößt, das Gewitter sich löst, bis Sturm das Grollen wegfegt und Blitz die Brücke schlägt. Erneut starten, Augen geöffnet und warten. Willkommen 2024. Ja, ich habe mich für diese wunderschönen Tulpen und dieses Gedicht zum Jahresanfang entschieden. Dann hatte ich schon angefangen, für meine Ziele und meine Reflexionen ein Feld einzurichten und mein Future Log. Ich hoffe, dass ich heute dann auch dazu komme, das dann auszufüllen. Und jetzt geht es weiter mit dem Januar-Setup. Ich hatte mir für den Januar Schneeglöckchen überlegt und da jetzt ja auch der Januar zur Hälfte schon rum ist, habe ich gedacht, ich nehme einfach das Schneeglöckchen, was ich letztes Jahr im Januar gezeichnet habe und klebe es hier ein. Und auf diesem Papier schreibe ich dann mein Gedicht für den Januar. Ich zeichne das gleiche Schneeglöckchen nochmal spiegelverkehrt hier mit auf als Dekoration. Das mache ich aber nicht in dem Buch, sondern das mache ich einmal so. So, und dann schreibe ich mein Gedicht an die Seite. Ich hoffe, dass das dann noch passt. Ich schreibe das erstmal mit Bleistift vor. So gefällt es mir gut. Ich habe meine Stifte rausgesucht und jetzt geht's los. So, jetzt gestalte ich hier meine Titelseite. Ich schaue mal, die Aufteilung am besten finde. Ich glaube, so gefällt es mir ganz gut. Dann schreibe ich hier Januar. Ja, jetzt schreibe ich hier noch einmal senkrecht den Monatstitel. Ich habe ihn jetzt nicht vorgeschrieben. Ich hoffe, dass es trotzdem so wird. Ich glaube, ich umringe auch noch einmal die eingeklebten Sachen, damit es ein bisschen einheitlicher aussieht. Meine Titelseite ist geschafft. Und hier habe ich gedacht, weil jetzt der Monat doch schon weiter vorgeschritten ist, als ich das ursprünglich geplant habe, dass ich jetzt auf dieser Seite Erinnerungen sammle und Bücher und Filme und Medien und den oberen Kasten hier für Ziele, für die Reflexion und den Habit-Tracker, der eigentlich bis hier unten gehen sollte, dann nur noch ja, von heute an, bis die Daten halt durch sind. Deswegen schreibe ich hier erstmal die Daten ein, damit ich dann weiß, wie viel Platz ich brauche, weil bei 1 anfangen macht jetzt ja keinen Sinn mehr. Heute ist sogar schon der 20. Dann starte ich mit dem 20. Ja, das ist doch immer noch ein bisschen was und ich finde, man kann ja dann starten, wenn man soweit ist. Man muss nicht bis zum 1. warten. Man braucht dann auch nicht aufgeben. Man startet einfach an dem Punkt, wo man ist und das liebe ich ja an dem Bullet Journal, dass man da so flexibel ist. Ich nehme jetzt lieber wieder die etwas stärkere Stärke für die Umrandung, denn ich mache hier einfach nur Kreuze in meinen Habit-Tracker.
inneren Linien nehme ich lieber doch wieder die dünnere. Ich glaube, das ist dann besser. Ah, der eine ist schräg geworden, aber das macht nichts. Jetzt habe ich hier Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gewohnheiten. Denn ich möchte jetzt noch ein paar Gewohnheiten dazu nehmen. Mal gucken, ob ich später dann wieder zu meinen 5 üblichen zurückkehre. Aber ich habe erstmal noch dieses Ziel. Genau, dann mache ich hier einmal schon mal das erste Kästchen für die Ziele. Jetzt habe ich hier unten noch Platz, da muss ich noch einmal überlegen, was ich dahin mache. Ich mache jetzt erstmal auf dieser Seite weiter. Das ist dieses Polaroid-Design, was ich hier mache. Und ich denke, ja, vielleicht klebe ich ja was ein oder ich zeichne was Kleines. Und wenn nicht, schreibe ich einfach nur rein, das ist auch in Ordnung. Aber dann habe ich hier Platz für 4 besondere Erinnerungen. Ich habe jetzt erstmal die Ecken vorgezeichnet. Und jetzt zeichne ich die Polaroids. Ja, jetzt habe ich hier eine kleine Galeriewand für den Januar. Und hier unten mache ich noch mal einen großen Kasten. Da kann ich ja dann auch Listen anlegen, vielleicht für die Bücher und Filme. Also bis jetzt habe ich erst ein Buch gelesen. Und da ist ja dann genug Platz. Achso, das hat man jetzt gar nicht gesehen. Jetzt wieder in großer Sicht. Also hier möchte ich meine Ziele reinschreiben. Für die letzten 1,5 Wochen. Dann schreibe ich, wie das so gelaufen ist. Genau, hier habe ich meine Gewohnheiten. Ich schreibe jetzt Habits, weil das einfach kürzer ist und besser dort passt. Und hier habe ich Platz, um am Ende mir noch was Schönes aufzuschreiben. Hier habe ich Platz für andere Erinnerungen und vielleicht schaffe ich es ja wirklich hier noch ein bisschen was reinzuzeichnen nächstes Wochenende. Ja, dann würde ich sagen, dekoriere ich diese Seite. Bleibe jetzt so ein bisschen in dem Farbschema wie hier. Ich nehme so ein dunkelbraunes Washi-Tape. Ich glaube, ich muss das ein bisschen dann abschneiden. Macht nichts. Für diese Seite. Dann habe ich so ein grünes, passend in dünner. Das passt dann hier unten wunderbar mit drauf. Jetzt gleich mal meine Schere holen. Und weil es Schneeglöckchen ist, habe ich gedacht, ich nehme dieses Perlmuttfarbene und auch das Grüne nochmal zusammen, auch für hier oben. Ja, man sieht es nicht so gut, aber das macht nichts. Aber ein bisschen so Perlmuttschimmer bringt es hier mit ein. Kommt das Grün dazu. Schon. Ja, eigentlich könnte man hier noch ein Schneeglöckchen hinzeichnen. Ich versuche das mal erstmal mit Bleistift schnell freihand. Und dann schauen wir mal, ob das was geworden ist. Ich kann hier ja nochmal spicken. Auf meiner eigenen Seite. Also würde es so machen. So ein bisschen, ne? Sind hier so ein bisschen gebogen. Dann haben wir hier in der Mitte noch eins und noch die Rückseite. Ach, sieht ja ganz süß aus. Jetzt versuche ich auch nochmal die andere Richtung. Machen wir es noch ein bisschen weiter runter, damit das nicht so. So, und dann versuchen wir das hier nochmal. Das ist jetzt wirklich ganz schnell. Aber vielleicht setze ich es ein bisschen weiter unten an. Achso,
andere so eingedellt. Ja, das sieht doch süß aus. Machen wir hier einfach einen Stern hin. Schön wäre natürlich auch ein Schneeflöckchen, aber das kann ich jetzt so schnell nicht improvisieren. Dann haben wir ein paar Sternchen. Es gibt doch auch noch diese Art von Sternen. Die sieht man ja auch öfters. Ich habe meine Schere geholt und räume jetzt hier einmal auf und dann schauen wir uns das ganze Setup gleich nochmal von vorne an. Und jetzt mein komplettes Setup soweit. Vom letzten Wochenende das Jahressetup. Und jetzt der Januar. Flöckchen, federleicht gesichtet, erstarrt, vergrämt, erfroren, Eisschild verdichtet, Verbindung zum Erdreich verloren. Ein hauchzarter Schlag versprochen, Eisschild mit Wunden, Schneeglöckchen ihn durchbrochen, Verbindung gefunden. Ja, das war mein Januar-Setup und ich wünsche euch allen eine künstlerische Woche. Macht es gut!